Evola Lightboard Session, diesmal unser Thema Visan Performance und wieder ist dabei der Lukas Henning von VMware. Hallo Jens. Lukas, Jens. wir sind wieder zusammen. Visan Performance. Genau. Was haben wir denn hier an Cluster? Ja, es ist ein guter Punkt. Wir haben ja mittlerweile zusammen bei einem Kunden auch ein Visan ESA-Cluster produktiv im Einsatz. Der Kunde ist mit uns den Weg von Anfang an gegangen und hat sich jetzt für einen, naja, wie will man sagen, relativ potenten Cluster direkt entschieden, der eben auf Dell PowerEdge-Servern basiert und wir haben im Cluster 7 Nodes. Und 7 Nodes, also man hat sich ja am Anfang schon sehr viel Gedanken gemacht, wie das jetzt zustande gekommen ist, was wir hier präsentieren. Das Richtig. haben wir auch zusammen in sehr vielen Calls mit dem Kunden zusammen, auch mit einigen deiner Kollegen im Backend herausgefunden. 7, warum 7? Ja, 7 ganz einfach aus dem Grund, weil das ist die Mindestzahl mit n+1, ab der wir eben das Erasure-Coding mit dem RAID 6 machen können, also mit der doppelten Ausfallsicherheit. Wir können also hier im Cluster 2 Nodes zur gleichen Zeit verlieren, ohne dass wir irgendwie Daten gefährden, die Produktion gefährden und so weiter. Und das war für den Kunden wichtig, einfach um die hohe Ausfallsicherheit zu haben. Also FTT2 in dem FTT2 mit Visan-Jargon. Erasure-Coding. Mit Genau, Erasure-Coding. so heißt es offiziell, richtig. Genau, und wir haben halt in jedem dieser Server haben wir 2 Intel Platinum CPUs mit 32 Kernen. Wir haben 2 Terabyte RAM. Auch hier wieder ähnliche Entscheidungsgrundlagen, dass wir gesagt haben, okay, wir kriegen einen entsprechend großen Workload, wir brauchen also auch die Performance. Dann hat der Kunde, weil er einfach auch den Storage braucht, den Speicherplatz braucht, auch direkt gesagt, okay, dann machen wir die Nodes auch voll mit dem aktuellen Maximum und gehen auf 24 mal 3,2 Terabyte. Also das ist nicht nur das Maximum von der Hardware selbst, sondern auch von Visan Das ist 8, ne? das ist das aktuelle Maximum, was wir pro Node supporten. Das wird in einer der nächsten Versionen auch noch erweitert werden, aber aktuell sind wir bei 24 Devices pro Server. Und im vorigen Video hatten wir auch schon darüber gesprochen, NVMe, die Power der NVMe's, die muss auch irgendwie nach draußen. Richtig. Und deswegen 100 Gigabit, aber Absolut. Und natürlich wegen Redundanz haben wir zweimal Zweimal. pro Node. Ne? Genau, damit einen ganz ordentlichen Cluster schon, aber man sieht, 7 Nodes, das ist auch noch kein Riesencluster. Das ist also schon in einem guten Mittelmaß, würde ich mal sagen. Ne? Gutes Mittelmaß, passt vielleicht auch zum Kunden, wenn man den Kontext vielleicht noch ein bisschen gibt, ist tatsächlich ein Kunde aus dem Mittelstand, aus dem Rhein-Main-Gebiet, also auch jetzt nicht unbedingt irgendeine riesengroße internationale Großbank, die hier auf diese Hardware setzt, sondern das, was man hier in Deutschland typisch bei ganz vielen Kunden halt sieht vom Umfeld her. Ne? Mittelstand mit doch gehobenem Anspruch an den Workload. Und auf den Workload wollen wir jetzt in der Performance-Session hier ein bisschen eingehen. Genau. Der Kunde hat gesagt, okay, wir haben den Cluster jetzt da stehen, es ist racked and stacked, Visan ist drauf und dann kam er auf die Idee, was kann denn das Ding eigentlich? Also bevor es in die Produktion geht. Und da gibt es ja so ein nettes Tool, HCI Bench, ja, dass wir da mal drauf losgelassen haben. Und da haben wir echt erstaunliche Ergebnisse gesehen. Genau. Wir haben angefangen mit dem, man nennt es ja gern so ein bisschen der für die Marketing-Slides der Test, damit man schöne große Zahlen macht jeder Storage-Hersteller. Und da wir mit denen hier durchaus konkurrieren, denke ich mal, haben wir das auch gemacht. Und haben jetzt mal angefangen mit einer IOPS-Messung bei 4K Blockgröße und 70/30 Read-Write-Verteilung. Ja, ist ja legitim. Also ist ähnlich wie bei Autos, Leistungsprüfstand. Ja, das ist ja auch etwas, um zu gucken, was kommt als Maximales raus. Das Ganze muss natürlich nachher auch noch auf die Straße übertragen werden. Aber da sehen wir nachher auch noch ein paar nette Erkenntnisse. Genau. Ich weiß nicht, du hast ja jahrelange OSA-Erfahrung, Visa und OSA. Übrigens, wer nicht weiß, was ESA und OSA ist, wir haben ja schon ein Video zu OSA und ESA gemacht. Einfach da reinschauen. Wir werden hier die Begriffe einfach verwenden und voraussetzen, dass ihr die kennt. Also Latenzen und IOPS im Visan-OSA-Bereich ist tatsächlich so, dass wir so bei der 1 Millisekunde sind, aber es ist ein bisschen drunter. Also es ist schon okay, also man kann es durchaus gut einsetzen. Das Ding ist aber, bei so 1 Million IOPS, da fängt es an, wirklich schwach zu werden, ja, und dann geht wirklich die Latenz steil nach oben. Und Latenz ist bei Storage immer nicht so gern gesehen. Ja. Genau. Ich habe hier ganz bewusst diesen Hockeystick, der auch wieder zurückgeht, reingemalt. Ich weiß nicht, willst du das kurz erklären, warum das passiert in den klassischen OSA-Kurven? Ja gut, irgendwann ist das mal auch ausgelastet, das Gesamtsystem, mittels Devices oder was halt zur Verfügung steht. Wir hatten es im ersten Video schon gesagt, man spricht in Write wirklich nur mit 4 Devices. In unserem ersten Video war das so und deswegen ist bei OSA dann irgendwann
das sogar rückläufig. Ja, dann wird der tatsächlich langsamer. Genau. Ja, im ESA-Umfeld haben wir natürlich wegen den massiven Mehranzahl an Drives, mit denen wir reden, zusätzlich mit den 2x100 Gigabit im Backend ganz andere Zahlen gesehen. Absolut, genau. Und erstmal bei der Latenz sind wir deutlich niedriger als bei dem, was wir von OSA so gewohnt sind. Da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen zu, aber wir sind definitiv unter 0,5 Millisekunden und das auch sehr, sehr lang und wir gehen im Peak Richtung 1,5 Millionen IOPS und bleiben typischerweise so unter der 1 Millisekunde und ab da geht eben die Kurve nach unten, nach oben. Und wir haben es vorhin schon gesagt, also zum einen sieht man natürlich den riesen Unterschied in der Latenz und auch in dem, was der Cluster maximal liefert an IOPS. Wir haben es in der Einleitung schon gesagt, 7 Nodes, die haben wir natürlich auch genutzt. Das heißt, diese Messung ist wirklich mit einem Erasure-Coding mit FTT2, also zwei Nodes, die gleichzeitig ausfallen können, getestet worden oder halt dem RAID 6 Äquivalent, wer vielleicht lieber in der Storage-Welt oder aus der Storage-Sprache kommt. Das heißt, wir können ja 2 Nodes verlieren und wenn man jetzt vergleicht, ne, das ist halt beim OSA das schnellste wäre das RAID 1 mit einem Fehler, mit einer anderen Node, der ausfallen kann. Hier können 2 ausfallen und wir sind trotzdem im Speicherplatz effizienter, denn bei OSA hätten wir den doppelten Overhead mit einem Spiegel, wir spiegeln alles zweimal, brauchen wir also 200% im Backend. Bei dem ESA RAID 6 machen wir mit doppelter Parity, wir brauchen also nur 150% des Speicherplatzes. Also wir sind deutlich schneller bei einer deutlich höheren Effizienz. Ja, die Effizienz ist hier wirklich überragend und hier ein bisschen schlecht gezeichnet. Also es ist wirklich gesehen, 1 Millisekunde wurde quasi noch nicht mal angekratzt. Irgendwann waren dann die IOPS mal zu Ende. Das hing dann aber auch mit der Gesamtkonfiguration zusammen. Ja. Da würde dann helfen, mehr Nodes, mehr Devices und dann kommen auch mehr IOs raus. Und es bleibt tatsächlich konstant um die 1 Millisekunde herum. Wir sehen auch diesen Hockeystick einfach nicht mehr, der dann wieder zurückgeht, weil wir im Grunde keinen Bottleneck in dem Sinne mehr haben. Klar, irgendwann kommt irgendwo ein Bottleneck, aber wir haben nicht mehr einen CPU-Thread, der vollläuft oder eine NVMe, die vollläuft, weil wir so parallelisieren können, dass wir auch die Performance wirklich bis zum Ende ausfahren können. Und das halt sehr linear. Ja, im Durchsatz gab es auch noch ein paar interessante Erkenntnisse. Nicht nur, dass der Cluster mittlerweile im Betrieb ist, ja, also wir haben das ein bisschen getestet und bei halbwegs realistischen Block-Sizes zwischen 32 und 64K haben wir festgestellt, die 32K und 64K einmal haben wir natürlich getestet, weil das der Workload vom Kunden war, um so ein bisschen eine reale Zahl zu kriegen. Und im 32K, da hat man einen sehr hohen Write-Anteil, aber da sind wir so bei ungefähr 12 bis 15 Gigabyte, das ist ganz wichtig, Gigabyte die Sekunde, gelandet. Und noch spektakulärer dann natürlich bei 64K, da haben wir alle große Augen gemacht, als wir die Werte gesehen haben. Da ist der Cluster so ungefähr bei 40 bis 45 Gigabyte die Sekunde rausgekommen. Und damit, also auch bei weit über dem, was das Storage Array, was vorher im Betrieb war, jemals liefern konnte. Oder, also ich finde, was viele Storage Arrays überhaupt in der Lage sind zu liefern, weit drüber, was hier eben ein relativ kleiner 7-Node-Cluster liefert. Und auch interessant, der Cluster, du hast es eben schon angesprochen, ist mittlerweile auch produktiv und nicht mehr nur in den Benchmarks getestet. Und wir haben auch da nochmal gemessen. Und wir sehen eben wirklich im Backup, dass wir auch über die 45 Gigabyte drüber gehen und irgendwo zwischen 45 und 50 Gigabyte Durchsatz sehen. Und da sieht man dann auch schön, was wir eben am Anfang gesagt haben, unsere 2x100 Gigabit pro Sekunde. Wer diese Performance haben will, der braucht die auch, weil die Daten müssen wir natürlich auch im Backend umschieben können. Das muss irgendwo hin, ja. So und da sind die 2x100 Gigabit sehr, sehr hilfreich. Ja. Und vielleicht auch noch ein netter Hinweis da an der Stelle dazu. Wir haben eben nicht nur ein RAID 6 konfiguriert, sondern der Kunde hat gesagt, Speichereffizienzmechanismen, also Richtung Compression ist dann natürlich das, was wir dahinter aktuell verstehen, ist ihm egal. Und wir sagen mit Visan ESA, weil es so schnell ist, Compression ist per Default an. Wir haben den Default genutzt, das heißt, das ist auch alle Werte, die wir hier zeigen, sind immer auch mit Komprimierung an. Und wir sehen auch tatsächlich im echten Betrieb so Richtung 1,5:1. Die Daten sind also nicht super komprimierbar, aber wir sehen durchaus einen Effekt, allerdings nicht in der Performance. Da zieht der Cluster durch, als würde er keine weiteren Operationen machen. War ja im OSA mal so ein kleines Manko. Ne? So sieht's aus. Also, da hatte das immer einen Performance-Hit, wenn wir sowas aktiviert haben. Genau. Und im ESA sehen wir das gar nicht mehr. Gerade im Durchsatz ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Dadurch, dass wir die Daten relativ weit am Anfang im Stack komprimieren und erst dann im Cluster verteilen, geht der Durchsatz sogar nach oben, wenn man Compression mit anmacht. Ne? Da gibt es ja auch noch sehr schöne Videos von deinen VMware-Kollegen, die das dann nochmal erklären, dass der Compression auf einer anderen Ebene mittlerweile stattfindet, weil wir die ganzen Devices unten drunter haben im ESA.
mit den einzelnen Devices auch reden können. Hier in dem Fall pro Node 24 Drives mal 7 und da kommen natürlich andere Werte raus. Absolut, ja. Genau. Also IOPS schön und vor allem auch immer schön, 1,5 Millionen IOPS für die Marketing-Slides, der Durchsatz phänomenal, aber was uns alle irgendwie so ein bisschen vom Hocker gerissen hat, wenn ich das mal so sagen darf, ist, glaube ich, die Latenz. Und hier würde ich nochmal gern diesen Rückschritt machen. OSA, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen abholen, was erwarten wir denn für Latenzen in einem OSA-Cluster, der so ungefähr dieser Hardware-Konfiguration entspricht? Beim OSA haben wir ja hier die Herausforderung wieder mit den Disk Groups. Ja. Genau. Das heißt, wir reden da mit 7 bzw. 14 Disk Groups, wenn man Doppel-Disk Group macht und es berücksichtigt, das mit der Fehlerdomain zu machen. Und da sind wir im Einstieg so bei 0,5 ungefähr, wenn man damit startet. Okay. Und je voller dieser Cluster wird, umso mehr geht da auch wieder die Kurve weg. Ja. Ja, das heißt, da sind wir bei den 70-80%, da fängt es schon an, extrem zu werden. Man könnte mutmaßen, dass die Low-Water-Marks, die ja bei OSA auch gerne mitgegeben werden, dass man maximal 80% füllen soll, auch damit zu tun haben, dass hier entsprechend die Latenzen dann auch in die Knie gehen. Ja. Und deswegen hier die Low-Water-Mark gesetzt wurde. Ja, also ab da sollte man bitte dazu skalieren, um wieder ein bisschen mehr Luft rauszubekommen. Genau. Ja. Und wir sehen auch da relativ konstant bis 50%, aber dann geht die Kurve halt ab. Genau. Und dann merkt man das auch irgendwann auf Anwendungsebene. Ja, und der ESA-Cluster, wir haben das in den Benchmarks schon gesehen, aber viel, viel phänomenaler sehen wir es jetzt gerade, seitdem der Workload live ist. Jens, ich weiß nicht, du weißt, glaube ich, ein bisschen mehr, was läuft gerade auf dem Cluster? Also es sind so 1400 Workloads sind drauf, also VMs und Container gemischt. Da muss man, glaube ich, mal so eine Zäsur machen, weil wir sind bei 7 Nodes und das heißt ja ungefähr 200 VMs pro Node, die wir storage-seitig abfangen. Genau. Das ist echt, das macht nicht unbedingt jeder Cluster mit. Und da der Kunde als Early Adapter im ESA natürlich auch aufgetreten ist, beziehungsweise sich getraut hat, diese Config mitzumachen, haben wir das Ganze auch noch ausgebaut in der Ideenfindung. Und von diesen 1400 Workloads, die da drauf sind tatsächlich 800 direkt auf diesem Cluster gehostet und die restlichen sind über HCI Mesh angebunden, das heißt vSAN Max-like. Genau, ja, sehr interessant. Wir haben da schon einen Compute-Only-Cluster daneben stehen, der eben den vSAN-Storage von unserem neuen Cluster mitnutzt. Und ja, das vSAN performt und vielleicht, wenn du die Kurve ein bisschen einmalen willst fürs ESA. Also wir sind hier so, ne? Wir sind sogar eher hier unter, weil wir sind weit unter 0,1 Millisekunden und die sehen wir wirklich fast bis 100% Auslastung. Das ist eben das, was wir in den Benchmarks gemessen haben und wir haben es jetzt auch mit Live Optics nochmal bestätigt bekommen. Das ist wirklich... Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, phänomenal. Als ich die Werte gesehen habe, ich musste 3-mal hinschauen, weil die meisten Tools, ob das jetzt HCI Bench ist oder ob das Live Optics ist oder irgendein anderes Messtool, die geben meistens 0,00 Millisekunden maximal an. Ja. Und wir sehen halt im Average 0,00, weil wir kleiner sind, weil wir wirklich kleiner sind. Na, und wenn man sich dann die Verlaufskurve anschaut, dann sieht man mal 0,003 Millisekunden, mal 0,005 und vielleicht im Peak, während so einem Backup-Window, dann kommen wir so in den Millisekundenbereich, wo wir aber immer noch so weit Luft nach oben haben, dass das überhaupt keinen Impact hat in der Latenz. Und du hast es schon mal erwähnt, das mit 7 Nodes. Mit 7 Nodes. Ja, das ist sensationell. Und Latenzen, die ich so weder von einem vSAN-Cluster noch von einem Storage Array jemals gesehen habe. Und man muss ganz einfach sagen, wir sind da in einer neuen Klasse, weil wir jetzt wirklich Latenzen im Mikrosekundenbereich messen können. Ja, also Millisekunden ist gar keine Größenordnung mehr, denn da kommen wir nur in Ausnahmefällen mal hin. Und das ist einfach eine absolute Ansage, was wir da sehen und das eben von einem immer noch relativ kleinen Cluster eigentlich. Das ist einfach phänomenal. Ja, der Kunde hat auch sehr viel Spaß damit und ist es weiter am Auslasten. Also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, das heißt, es werden noch mehr Workloads drauf migriert. Ich bin echt gespannt, wann es da nochmal neue Daten gibt und ob wir da Anfang nächsten Jahres nochmal so eine Session wiederholen können und einfach mal noch ein paar neue Daten nachliefern von diesem Live-Kunden-Cluster, der in Produktion jetzt ist. Genau. Ja. Cool. Vielen Dank. Danke. Danke dir, Jens. Jens, noch 3 Jahre, dann haben wir Leute, die für uns abwischen.